wir befinden uns hier ganz in der Nähe vom Potsdamer Platz. Hier haben wir unser Wasserhaus in Berlin-Kreuzberg, sogenanntes Wasserhaus Block 6. Wir haben dieses Areal 2006 wassermäßig ertüchtigt, dass wir das gesamte Niederschlagswasser nicht mehr in den vorhandenen Mischwasserkanal ableiten, sondern dass wir das Wasser, was hier auf dem Grundstück anfällt, vollständig verdunsten, beziehungsweise was nicht verdunstet werden kann, wird versickert zur Grundwasseranreicherung. Der zweite Punkt, den wir hier realisiert haben, ist das Grauwasserrecycling. Hier wird nicht nur das leicht belastete Grauwasser aus Badewannen und Duschen behandelt, sondern wir haben auch das hochbelastete aus den Waschmaschinen und aus den Küchen mit einbezogen. Mit diesem Betriebswasser versorgen wir 250 Leute, die dieses Wasser für die Toilettenspülung nutzen. Das erste Forschungsprojekt, was wir nach Fertigstellung dieser Anlage hier durchgeführt haben, war das Roof Water Farm Projekt. In dem Roof Water Farm Projekt ging es darum, im urbanen Raum Lebensmittel zu produzieren Und wir konnten zeigen, dass das recycelte Grauwasser, also das Betriebswasser, gut genug ist, um hochwertige Lebensmittel in hygienisch einwandfreier Qualität zu produzieren. Das ist nicht nur das Gemüse gewesen, sondern das sind auch Fische gewesen, die hier produziert wurden. Im Rahmen des EDICIT-Net-Projekts konnten wir diverse Forschungsarbeiten mit betreuen. Das sind Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, aber auch Doktorarbeiten. Hier wurde einiges an Grundlagenforschung zum Thema Grauwasserrecycling abgehandelt. Das Ergebnis haben wir dann genutzt, indem wir für eine Kleingartenkolonie eine kleine Grauwasserrecyclinganlage geplant und gebaut haben. Und die Ergebnisse wurden ferner genutzt, die Anlage, die hier steht, völlig neu zu konzipieren Und das konnten wir im Rahmen des Food-E-Projekts umsetzen, indem wir eine neue Grauwasserrecyclinganlage konzipiert haben, die einen höheren Durchsatz hat, ohne dafür mehr Platz zu verbrauchen. Im Ergebnis ist es nun so, dass wir nicht nur die Toilettenspülung damit versorgen können, sondern dass wir auch hier die Grünflächen mit bewässern können und natürlich auch das Gewächshaus weiter betreiben. Als wir im Jahr 2022 das Aufbereitungssystem erneuert haben, lag ein ganz besonderer Augenmerk darauf, dass Wartung und Betrieb besonders effizient ausgeführt sind. Zu diesem Zweck haben wir in dieser Anlage eine Industriesteuerung verbaut, die den kompletten Aufbereitungsprozess automatisiert. Ein weiterer Vorteil dieser Steuerung ist, dass wir eine Online-Überwachung haben. Das heißt, wir können uns über das Internet mit der Anlage verbinden und online einsehen, wie der aktuelle Anlagenzustand ist. Zusätzlich zum Monitoring verfügen unsere Anlagen auch über einen Fernzugriff. Das heißt, wir können von hier aus im Büro die Anlagen konfigurieren und auch fernsteuern. Das Online-Monitoring haben wir hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen entwickelt. Wir zeichnen die Daten dafür im Minutentakt auf und können die Ergebnisse auch über mehrere Jahre hinweg visualisieren. Bei Abweichung vom Regelbetrieb bekommen wir eine Benachrichtigung und können direkt auf diese reagieren. Das heißt, auf regelmäßige Kontrollgänge kann größtenteils verzichtet werden. Zusätzlich geben wir dem Kunden die volle Transparenz über die Anlagenperformance. Dieser hat selbst Zugriff auf das Monitoring und kann die Daten selber exportieren und die Wirtschaftlichkeit der Anlage im Auge behalten. Die eigentliche biologische Aufbereitung findet in diesen Tanks statt. Die Aufbereitung, die wir hier verwenden, nennt sich Wirbelbettverfahren. Das heißt, wir haben in diesen Tanks diese Schaumstoffwürfel, die als Trägermaterial für Mikroorganismen dienen. Diese Mikroorganismen können, stark vereinfacht, sich von den Verunreinigungen in unserem Wasser ernähren und darüber reinigen sie das Wasser. Alles, was sie dazu benötigen, ist verunreinigtes Wasser und Luft, welche wir über eine Pumpe in alle diese Tanks einblasen. Und die aufsteigende Luft versetzt diese Würfel, die sich frei bewegend in den Tanks befinden, in eine Bewegung. Daher kommt auch der Name Wirbelbettverfahren. Nach der Hauptreinigung wird das fertig biologisch aufbereitete Wasser durch diesen Sandfilter geleitet, wo letzte Partikel zurückgehalten werden und im Anschluss über die UV-Desinfektionsanlage in den Speicherbehälter eingeleitet. Von dort aus wird das biologisch aufbereitete und partikelfreie Wasser an die Benutzer verteilt, in diesem Fall zur Toilettenspülung oder für das Gewächshaus. In Berlin sollen jährlich 20.000 neue Wohnungen gebaut werden und eine entsprechende Anzahl von Wohnungen saniert werden. Und damit haben wir eine, möchte ich sagen, einmalige Chance. Wenn wir in diesem Zusammenhang Grauwasserrecycling realisieren,
können wir etwa 30 bis 60% Trinkwasser einsparen. Aber das ist nicht alles. Wir können aus dem warmen Grauwasser auch die Wärme nutzen und zur Vorerwärmung von dem kalten Trinkwasser nutzen, bevor dieses dann in den Boiler auf Endtemperatur gebracht wird. Und damit haben wir sogar energiepositive Kläranlagen. Das heißt, dass wir viel mehr Energie aus diesem System Abwasser rausziehen können, als was wir für die Aufbereitung brauchen. Und als Fazit kann man eigentlich Folgendes mitnehmen: Wer heute neu baut und da kein Grauwasserrecycling und keine Wärmerückgewinnung realisiert, begeht quasi eine Bausünde, die er in den nächsten Jahren nur schwer korrigieren kann.